Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ich bin heute unterwegs nach Bochum, eine neue Corvette anschauen und ich habe heute tatkräftige Unterstützung von der Alisa. Genau, von der Alisa, die hilft mir heute ein bisschen und wir sind hier bei Köln und fahren jetzt noch so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Könnt gespannt sein. Viel Spaß! Es ging dann mit dem Hauler auf die Autobahn, wie man hier sehen kann. Erstmal über Köln, dann Richtung Bochum. Dort stand eine schöne 81er C3. Ja, ich habe gerade Kaffee bekommen. Schauen wir mal das Auto genauer an. Das Auto kann man hier sehen. Das war in einem guten Zustand. Ich habe das dann genau unter die Lupe genommen. Das hatte keinen TÜV mehr und ja, ein paar Sachen, einfach Standschäden, weil der Wagen jetzt eine ganze Weile rumgestanden hatte. Deswegen habe ich mir den Wagen auch im Detail mal angeschaut und ein bisschen näher betrachtet, weil man muss da aufpassen. Besonders bei den alten Autos muss man halt immer genau hinschauen, was man da kauft. Aber ja, der Wagen macht einen guten Eindruck und ich habe den dann, wie man hier sehen kann, noch nicht auf den Hauler geladen, aber zumindest schon mal alles vorbereitet. Und ja, die Rampen rausgezogen und das Fahrzeug dann hochgefahren und hinten drauf geladen. Und ja, das Auto musste dann im Anschluss natürlich auch wieder verzurrt werden und für den Transport nach Neuwied fertig gemacht werden. Ich habe das Fahrzeug mit Spanngurten befestigt. Aufgrund der Jahreszeit wurde es natürlich schon sehr früh dunkel. Und ja, da war ich auch ganz froh, dass ich ein bisschen Licht bekommen habe. Das war auf jeden Fall eine große Hilfe, weil ohne Licht kann man sowas immer ganz schlecht machen. Und das hat recht gut funktioniert. Und nachdem das Auto fertig verzurrt war, konnte es dann auch schon wieder auf die Heimfahrt gehen. Bei dem Verzurren musste man auch darauf achten, wo eben die Spanngurte befestigt werden. Die sollte man nicht unbedingt an die Strutrods machen. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja? Wieder nach Hause. Gott sei Dank. Ja, und so ging es dann nach Hause. Ich habe noch ungefähr 20 Minuten jetzt zu fahren. Und ich weiß noch nicht, ob ich heute Abend wieder abladen werde. Ich mache auf jeden Fall ein Video davon. Ich glaube, ich mache mal besser das Tor auf, oder? Meinst du auch, oder? Ja. Ich habe dann angefangen, die Spanngurte am Auto zu lösen, damit das Fahrzeug abgelassen werden kann. Und Alisa hat hier noch einen anderen Verwendungszweck für die Spanngurte gefunden. Hat auf jeden Fall viel Spaß gehabt hier mit den Spanngurten. Für den Rest der Arbeiten haben wir uns dann beide ein paar Handschuhe angezogen, weil man auf jeden Fall beim Hauler immer auf die Finger aufpassen muss. Besonders wenn man da hinten an den Rampen arbeitet oder hier bei den Klappen. Das ist alles noch schweres Gerät, schweres Metall. Und ja, wenn man da die Finger zwischen bekommt, das tut auf jeden Fall immer weh, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben die Rampen rausgezogen. Sehr gut. Ja, und nachdem die zweite Rampe dann auch noch draußen war, konnte man das Auto so langsam ablassen. Und das Ganze ging über die Seilwinde, natürlich hier, die elektrische Seilwinde. Die hat im Endeffekt nur 2 Funktionstasten, also entweder zieht die rein oder lässt die ab. Und so konnten wir das Auto dann nach und nach immer weiter runterlaufen lassen. Und man kann das Auto natürlich hier auch schon mal ein bisschen begutachten. Ich werde davon auf jeden Fall noch ein weiteres Video machen. Das ist eine sehr original erhaltene 81er, wie man hier sieht, in einer Two-Tone-Lackierung. Also hell und dunkel mit einer Trennlinie. Es gab die in diesen Two-Tone-Lackierungen
ab Werk. Also die hatte genau diese Farbkombi ab Werk. Hier im Innenraum hat die schwarzes Leder. Die ist sehr gut erhalten, hat keine Kratzer oder Risse im Lack. Und auch das Interieur, der Innenraum vom Leder ist auch in gutem Zustand. Dementsprechend werde ich demnächst hier ein schönes, ausgiebiges Video vom Auto machen, wo man sich das Auto dann auch nochmal ganz im Detail angucken kann. Und ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall ein gutes Bild schon mal machen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von euch interessant. Der Wagen kann auf jeden Fall ab sofort besichtigt werden bei mir. Er ist noch nicht ganz fertig, hat noch neuen TÜV und so. Aber ihr könnt euch gerne melden und euch das Fahrzeug anschauen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge.